das ist eine Schwierige Frage. Schwierig. Das ist eine schwere Frage. Schwierig. Für oder gegen Prostitution? Für. Boah, das ist auch schwierig. Das ist auch eine schwierige Frage. Dafür, dass es legal ist oder dafür, dass es gar nicht gibt? Da kann ich nichts sagen. Next. Nächste Frage. Es kommt drauf an. Ja, mach mal nächste Frage. Unentschieden. Skip. Gegen. Wenn es freiwillig ist, ist in Ordnung. Jedem das seine. Ich hab's noch nie gemacht, werde ich auch nie. Ist ein Beruf in Deutschland und das kann man machen, jeder seins. Solange es den Frauen gut geht, bin ich dafür. Wenn sie gekidnappt worden sind oder das gegen ihren Willen machen, bin ich nicht dafür. Kann ich sagen, ich bin dafür oder dagegen. Frauen, die sich prostituieren, die haben häufig keine andere Wahl. An sich würde ich mir wünschen, dass sich Frauen sowas nicht antun müssen. Dass sich keine Frau jemals prostituieren müsste. Ich würde sagen für Prostitution, aber alleine aus dem Aspekt für Männer, die es nicht schaffen, sich entweder selbst im Griff zu haben oder eine Frau zu bekommen, bevor sie auf die Idee kommen, irgendwelche anderen Personen zu vergewaltigen oder ihnen Ähnliches anzutun, dann lieber eine Prostituierte bezahlen. Die Frage ist schwierig. Ja. Für. Weiter, weil ich habe da irgendwie keine klare Antwort und ich musste mich da erstmal so richtig reinlesen, weil ich glaube, es ein komplexes Feld ist. Ja, wenn es aus freien Stücken passiert, dann okay. Aber cool finde ich es jetzt auch nicht. Boah, gegen. Weiter. Man kann es halt zwei teilen. Ne? Es gibt ja einmal Zwangsprostitution, da bin ich auf jeden Fall voll dagegen, ganz klar. Aber wenn Frauen bewusst sagen, dass sie das gerne ausüben möchten, also Sexarbeit, dann ja. Für oder gegen Prostitution? Jedem seins. Dafür, dass es legal ist oder dafür, dass es gar nicht gibt? Dass es es gibt, oder? Ja, also, wenn es nicht gibt, würdest du, dass es gibt? Und wenn es gibt, würdest du nicht, dass es gibt? Mach, als ob es gibt oder nicht es gibt, ist egal. Also wenn es nicht gibt, dann besser, dass es auch nicht gibt. Dass es weiter nicht gibt. Eher dafür. Ich glaube schon, dass es auch Männer gibt, die vielleicht Dummheiten machen würden, wenn sie nicht die Möglichkeit hätten, zu einer Prostituierten zu gehen. Aber natürlich sollte das alles geregelt sein, weil es ja auch viele Frauen gibt, die das nicht freiwillig machen. Und das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum das überhaupt so kritisch betrachtet wird. Dagegen. Solange die Prostitution freiwillig stattfindet, auf jeden Fall dafür. Dagegen. Also, dagegen. Naja, also ich meine, die Menschen machen das ja, weil sie Geld verdienen wollen, also weil sie keine andere Wahl haben. Aber andererseits finde ich es auch nicht akzeptabel, weil eigentlich verkauft man ja so mit seinem Körper und deswegen. Es ist zwiegespalten. Mittlerweile ist es ja leider nur noch ganz wenig so, zum Beispiel auch in Amsterdam ganz wenig so, dass es wirklich Frauen gibt, die das eigenständig von sich aus machen. Ich sag mal so, wenn eine Frau von sich aus oder allgemein eine Person, ein Mensch von sich aus sagt, er möchte das machen, dann ist das vollkommen okay. Wenn es nicht unter Zwang entsteht, dann ist für jedem selber überlassen, was er mit seinem Körper macht, so von daher. Abonniert scharf. Für, weil es wird sowieso gemacht und wenn so etwas jetzt auch noch dem Schwarzmarkt überlassen wird, wird es auf jeden Fall schlimmer für die Frauen, glaube ich. Ich bin jetzt nicht gegen Prostitution. Man muss auch so schauen, dadurch, dass Prostitution existiert, können manche Menschen abschalten. Also es ist nicht generell was Schlechtes, wenn du Prostitution betreibst, finde ich. Also ich würde das nie benutzen so, aber es gibt draußen Menschen, die sind einsam, die wissen nicht im Leben, was sie wollen und das ist halt deren einziger Weg dann. Eigentlich gegen, aber irgendwie ist es ja deren Job, also ja, die können machen, was sie wollen, ist mir eigentlich egal. Dagegen. Ich finde es, wenn es auf einer freiwilligen Entscheidung basiert und man das als Lebensunterhalt nutzt, kann ich das nur befürworten. Für oder gegen Prostitution? Grundsätzlich für Prostitution in freiwilliger Form. Zwungene Prostitution, ob gesellschaftlich erzwungen oder auch durch Menschen erzwungen, geht gar nicht. Weiß nicht, einfach das weglassen. Ich denke, das ist so kompliziert. Boah, da muss man debattieren. das reicht auch als Antwort. Da muss man debattieren, das ist auch keine Antwort. Okay. Oder so. Oder du kannst jetzt nochmal richtig abschließen oder so. Aber das ist schon eine Antwort. Es muss nicht eine Antwort geben. Mega, könnte ich auch nicht. Das ist viel zu viel Verantwortung. Ja. Okay. Weder noch. Ich denke, dass man selber entscheiden sollte, was man mit seinem Körper macht. Und ich nicht die Person sein sollte, die darauf irgendwas judgen sollte.
Ich bin prinzipiell anti-Prohibition bei vielen Dingen. Ich denke, dass alles, was Verbieten angeht, sehr unerwachsen ist und einfach nur der Umgang damit falsch ist. Wäre die Welt perfekt, gäbe es keine Drogen, gäbe es keine Prostitution, gäbe es viele Dinge nicht. Ich denke, dass Verbote, so wenn jetzt ein Wasserschaden ist, so ein Pflaster über eine Wunde macht. Ich weiß zu wenig darüber. Unter anderen Bedingungen eventuell, ja. Aber von dem, was ich gehört habe, ist es halt immer schlechte Voraussetzungen und es ist voll viel Schlimmes passiert und sowas deswegen. Gegen. Wenn es nicht von Ihnen auskommt, dann absolut dagegen. Aber wenn Sie aus Ihrer Situation sagen, okay, Sie möchten es von sich heraus auch, ich weiß nicht, ob es welche davon gibt, aber vielleicht gibt es ja auch solche, dann sage ich, das ist auch nur ein Job. Ja, so oder so. Wenn man das anders lösen könnte, dann wäre ich dagegen. Aber da die Welt ist so, wie sie ist, glaube ich, das hat auch viele positive Sachen. Klingt jetzt halt extrem, aber ja, es, glaube ich, muss bestehen, so wie es besteht. Ja. Gegen, aber muss jeder selbst wissen. Für mich selbst, inneren selbst, würde ich Nein sagen. Aber es ist auch wichtig, Prostituierte zu haben, weil es gibt viele Menschen, Männer, die Begierde haben. Die werden dann auf jeden Fall auf dumme Gedanken kommen. Vielleicht gibt es auch mehr Vergewaltigungsrate. Also ich finde, es ist eigentlich eine gute Sache, wenn es systematisiert ist. Aber ich finde es auch sehr, sehr schlecht. Es ist eine sehr schwere Sache. Ich kann mich nicht entscheiden. Für. Weil diese Damen helfen auch manche Perverse, sich irgendwie glücklich zu sein. Gegen, würde ich sagen, weil also klar, ich verstehe auch die Argumente, die dafür sprechen, die Pro-Argumente, aber wir leben halt in einer Welt, leben halt in einer Gesellschaft, besser gesagt, in der Prostitution häufig auf eine Art und Weise unterdrückend ist, also dass viele Frauen halt auch sich das gar nicht so aussuchen. Deswegen, ich glaube, es wäre besser, wenn es gar nicht, wenn ich jetzt sagen könnte, es gibt's oder es gibt's nicht, würde ich sagen, es gibt's nicht. Ich halte mich immer bei so einem Thema zurück. Es gibt Frauen, die haben jetzt keinen Job gefunden, dies, das und ihre einzige Möglichkeit war es halt, in die Prostitution überzusteigen. Deswegen, there's many ways to get some money, get your money up. Deswegen habe ich nichts gegen Prostitution. Hauptsache, sie kann davon leben, aber empfehlen würde ich es jetzt nicht. Die Sache ist, man kann nicht alles wissen, aber trotzdem willst du ja der Welt irgendwie helfen. Das heißt, du musst ja schon deine Argumente abgeben. Aber mich stört es, dass ich nicht alles wissen kann. Das heißt, ich kann immer Fehler machen und dann will ich vorsichtig sein, weißt du? Ja.